Hey Leute, ich bin's wieder, eure Genie von Paintomancy und heute zeige ich euch, wie ihr coolen Rost- und Oxideffekt machen könnt. Das Ganze zeige ich euch anhand von einem Death Guard Marine und dafür benutze ich sogar nur zwei Farben. Diese Farben sind einmal Turquoise Ink von AK und Bloodstone von P3. Nachdem ich unzählige Farben ausprobiert habe und versucht habe herauszufinden, was die perfekten Farben für solche Effekte sind, bin ich letzten Endes bei den beiden hier hängen geblieben. Dazu sei gesagt, dass das natürlich ein relativ leichter Effekt ist und wenn ihr etwas Stärkeres erzielen wollt, müsst ihr natürlich schauen, ob ihr noch mit anderen Effektfarben dazu arbeitet. Sowas wie Typhus Corrosion, um noch ein bisschen mehr Textur mit reinzubringen. Ich bin allerdings ein sehr großer Fan von diesem schlichteren Weathering und deswegen zeige ich euch jetzt mal, wie das geht. Ich beginne erstmal mit dem Rost. Dafür nehme ich das Bloodstone von P3 und verdünne es auf meiner Nasspalette schon eigentlich sehr, sehr wässrig. Also ein sehr wässriges Glaze. An manchen Stellen werde ich die Farbe allerdings etwas dicker benutzen, das heißt, da muss man so ein bisschen schauen, wie stark der Effekt an der gewünschten Stelle sein soll. Ich schaue also, wo bei dem Modell an den Stellen, wo ich den Rost haben möchte, sich Wasser sammeln würde, wenn es zum Beispiel regnet. Das sind immer sehr gute Indikatoren, um sich dafür zu entscheiden, da einen Rosteffekt zu setzen. Das Bloodstone trage ich also einfach verdünnt auf die Stelle auf und verwische es ein bisschen mit meinem Pinsel. Damit kann man außerdem richtig coole Streaking-Effekte machen, indem man einfach die Farbe in der gewünschten Dicke von einer Rüstungsplatte runterlaufen lässt, so wie hier. Wenn euch der Streaking-Effekt mal zu intensiv geworden ist oder einfach die Farbe zu dick war in dem Moment, macht einfach kurz euren Pinsel sauber und geht damit nochmal über den Streaking-Effekt drüber. Ihr könnt ihn entweder dadurch nur leicht verschwimmen lassen oder einfach nochmal wegmachen. Hierbei empfiehlt sich, dass ihr das Modell vorher mit einem Glanz oder zumindest Satinlack mit der Airbrush übersprüht habt, denn dann lässt sich sowas leichter wieder wegwischen. An manchen Stellen, wie hier an dem Schwert, gehe ich, nachdem die erste Schicht getrocknet ist, nochmal mit einer etwas dickeren zweiten Schicht drüber, um diese Stellen einfach nochmal stärker verrostet wirken zu lassen. Sind wir also mit dem Ergebnis vom Rost zufrieden, kommen wir jetzt zum Grünspan. Da verfolgen wir im Endeffekt das gleiche Prinzip wie mit der Rostfarbe, nur dass wir eben auch hier gucken, dass die Farbe dünn genug ist und nicht zu intensiv wird. Denn gerade so ein krasses Türkis kann gerne mal zu viel werden. Was ihr auch bedenken müsst, ist, dass das Turquoise Ink nun mal halt schon ein Ink ist, also schon sehr dünnflüssig. Ich verdünne es allerdings trotzdem nochmal mehr mit Wasser, um eben nicht zu stark aufzutragen. Auch hier gilt natürlich, wenn ihr es irgendwo nochmal intensiver machen wollt, macht eine zweite Schicht drauf, nachdem es getrocknet ist. Was hierbei auch wunderbar funktioniert, ist, wenn ihr die Farbe aufgetragen habt, euren Pinsel nochmal sauber zu machen, aber nass zu lassen und dann einfach das Oxid ein bisschen verschmieren. Das könnt ihr dann auch wieder mit einem Streaking-Effekt kombinieren oder einfach, um auf eine Fläche das Ganze etwas mehr zu verteilen. Auch hier müsst ihr euch immer vor Augen halten, wo würde bei dem Modell sich Schmutz sammeln, sei es durch Regen oder andere Witterungseffekte. Da solltet ihr solche Effekte konzentrieren, damit es am realistischsten aussieht. Habt keine Angst vor Fehlern. Wie gesagt, wenn ihr das Modell vorher nochmal lackiert habt, dann könnt ihr einfach Fehler direkt wieder mit einem sauberen Pinsel wegwischen. Gerade wenn ihr die Farben so stark verdünnt, geht das super einfach. Das ist also der fertige Plague Marine. Wenn ihr wissen wollt, wie ich den Plasma-Effekt gemacht habe, das zeigen wir euch nächste Woche. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. An dieser Stelle vielen lieben Dank an alle unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Painto-Warlocks. Und zwar Frederik, Freddy, Freckel, Aruka, Juxe, Marco, Shayalin, Tizian, Diamond, Don Vittorio, Felix, Halim, Julian, Michael, Max, Nachtmar Senior, Nagashur, Patrick, Pingu, Tobi, Sumsi und Dorian. Falls ihr uns außerdem kostenlos unterstützen wollt, schaut doch mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr Affiliate-Links zu unseren Partnern PKPro und Taschengelddieb. Falls ihr außerdem regelmäßig über Amazon einkauft, macht das doch auch über unseren Affiliate-Link. Also dann, bis zum nächsten Mal!